Hallo liebe Radfreunde, am dritten Tag unserer Tour ging es nun in das Lechtal. Geografisch wird das Lechtal im Süden von den Lechtaler Alpen und im Norden von den Allgäuer Alpen begrenzt. Das Tiroler Lechtal hat viele Gesichter, eines schöner als das andere, und es lohnt sich, jede einzelne Facette kennenzulernen. Während man andersorts Flüsse begradigt, lässt man dem Lech seinen freien Lauf. Nicht zuletzt deswegen hat das Lechtal in den vergangenen Jahrzehnten nichts an seiner Ursprünglichkeit verloren. Zahlreiche Aktivitäten stehen dir zur Verfügung, um deinen Urlaub so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Wenn man in die Nähe der Lech kam, wurde es kälter. Es waren bestimmt 3-4 Grad weniger wie sonst. Es mag im Sommer angenehm sein, aber um diese Jahreszeit ist es schon empfindlich kalt. Faszinierend ist auch immer der Blick rechts oder links auf die Berge. Die Lech, der zweitgrößte Fluss Tirols, bildet breite Schotterbänke, großflächige Waldgebiete und weitläufige Talwiesen, die alpine Landschaft des Lechtals. Hier eine Überquerung der Lech. Wir fuhren immer wieder durch kleine Ortschaften. Für Genießer und Familie erwarten gleichermaßen eindrucksvolle Augenblicke entlang dem idyllischen angelegten Lechradweg. Der Radwanderweg führt E-Bikers und Genussradler auf einer familienfreundlichen und eindrucksvollen Radroute durch das Lechtal, eine der ursprünglichsten Regionen Tirols und stets entlang dem Wildfluss Lech. Regentage gibt es in den Bergen regelmäßig. Sie gehören dazu und sorgen für blühenden Almwiesen und grüne Berghänge. Bei Schlechtwetter stellt sich jedoch oftmals die Frage, was man unternehmen könnte. Im Lechtal gibt es zahlreiche Möglichkeiten, auch im Schlechtwetter Phasen gut zu überbrücken. Für jene, die sich bei Regenwetter nicht gerne im Freien aufhalten,
empfiehlt sich ein Besuch im Hallenbad. Das Aqua Nova in Steg oder die Therme Ehrenberg in Reute sind dafür bestens geeignet und schnell erreichbar. Kühe dürfen auch im Lechtal nicht fehlen. Und immer wieder schön am Fluss entlang. Die Gemeinde Haselgehr, die ein besonderes Naturereignis beim berühmten Doser Wasserfall birgt. Dort findet jedes Jahr ein mysteriöses Naturschauspiel statt, das Raum für Spekulation lässt. So versiegt der Wasserfall im Ortsteil Luxnach jährlich zu St. Martin 11. November wie von Geisterhand. Zu St. Georg am 23. April beginnt der geheimnisvolle Wasserfall wieder zu sprudeln und die kühle Gischt steigt im Wald wieder auf. Wir erreichten nun Steg, unser Endziel. In Steg war ich zum letzten Mal vor 40 Jahren. Hier machte ich Skiurlaub. Wir fuhren täglich zum Skilift nach Wart hoch. Damals waren es auch noch Winter. Ohne Schneeketten ging da gar nichts. Nach Arlberg war die Strecke immer gesperrt. An die Holzschnitzereien kann ich mich noch genau erinnern. Natürlich war dieser Laden nicht so modern wie heute. In Steg kehrten wir dann um und fuhren wieder zurück Richtung Vorderhornbach. Im Gasthaus Schwarzer Adler machten wir unser EKS. Genau, mal ein Weißbier. Ja? Ich auch. 2. Ja. Ja. Ich hätte es gemerkt, was gut ist. Das ist jetzt so. Das,
Schokolade? Nein, danke. Gut so. Nun waren wir sehr gut gesättigt. Das Essen war sehr gut, auch nicht übermäßig scharf. Man hat ja immer ein bisschen Respekt vor der mexikanischen Küche. Es war eine sehr schöne Radtour. Wenn dir dieser Film gefallen hat, darfst du gerne ein Like hinterlassen. Ich freue mich. Im 4. und letzten Teil geht es dann rund um Nesselwang. Im Anhang noch eine Tourenübersicht. Danke fürs Folgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.